Die drei Schwestern, Li und Lien, räumten die Bühne unter Beifall und der Moderator kam zurück auf die Bühne. Ich verneige mich tief vor dieser Leistung. Vielen Dank für diese grandiose Vorstellung. Noch einmal wurde der Applaus laut. Wir geben den Gesieren noch ein bisschen Zeit, die Bühne herzurichten. Und bei dieser Gelegenheit könnt ihr euch gerne jeweils an den Blockenden mit frischem Obst versorgen. Wir sind gleich zurück mit dem zweiten Teil. Vielen Dank. Der Vorhang wurde zugezogen und der schwarzhaarige Waterley, Lukian, sprang im Gemurmel dem Moderator hinterher. Er schien mit ihm über ihre Plätze in der ersten Reihe zu diskutieren, da er darauf zeigte. Shani ging immer noch außer Atem neben der Bühne an der Wand entlang und sah bedauernd auf das Obst. Salika und Adea folgten ihr, dicht gefolgt von Li und Lien. Ich muss es noch einmal sagen, der Phönix sah so echt aus. Salika schüttelte fassungslos den Kopf. Ihr habt uns wirklich gerettet. Ich bin auch immer noch total geblendet, ergänzte Shani. Für mich ist es auch eine Ehre, dass ihr mitgemacht habt, schloss Adea sich den Lobesreden an. Li und Lien verneigten sich leicht. Es hat uns auch sehr viel Freude bereitet. Der Moderator trat zu ihnen und küsste seine Finger. Sagenhaft, ihr Lieben, danke für diese Vorführung. Die 5 nickten ihm lächelnd zu. Danke. Ich soll dir noch etwas ausrichten, Salika, wandte er sich an sie. Aufmerksam sah sie ihn an. Die Gesire haben euch vorne die erste Reihe warm gehalten. Die Schwestern mussten unweigerlich lachen. Warm gehalten. Belustigt sah Salika zur ersten Reihe. So. Als sie sich dorthin auf den Weg machen wollten, hielten Li und Lien sie auf. Vielen Dank, ihr Feuerschwestern. Wir werden auf die Ränge gehen. Und so setzten sie sich zu dritt mittig auf die besten Plätze. Da stieg Salika Frühlingsduft in die Nase. Sie sah nach links zum Eingang und erblickte den Meister, wie er gerade hindurchtrat. Sie erhob sich. Shani und Adea taten es ihr gleich. Sie sahen ihm abwartend entgegen. Ein paar Terraner verneigten sich tief vor ihm. Jeden lächelte er freundlich an, dann kam er auf sie zu und schmunzelte. Das war ja heute eine einfache Rolle für dich, Salika. Sie lachte und sah verlegen zur Seite. Das stimmt. Wollt ihr euch zu uns setzen? Sehr gern. Shani und Adea rutschten so auseinander, dass der Meister zwischen Shani und Salika Platz nehmen konnte. Kaum hatten sie sich gesetzt, gaben die Fackeln durch ein deutliches Flackern bekannt, dass der zweite Teil in Kürze begann. Wieder kehrte langsam Ruhe ein. Das Licht wurde gedimmt und der Vorhang schwebte zur Seite. Zum Vorschein kam ein heller Wald. Sie hörten Vögel zwitschern. Salika, Adea und Shani atmeten durch. Jetzt konnten sie sich erst einmal zurücklehnen. Wie gebannt sahen sie zur Bühne. Ein Weg schlängelte sich von hinten links nach vorne in die Mitte. Der Waterley mit den türkisen Haaren trat hinten auf den Weg. Er hatte knielange Fischerhosen an, ein weites weißes Hemd aus Leinen und trug eine Gitarre mit einem bunten Band über seiner Schulter. Er sah fasziniert zu den Bäumen empor, von einem zum nächsten, ging andächtig Schritt für Schritt. Ein Vogel flog an ihm vorbei, und als hätte er noch nie einen Vogel gesehen, folgte er ihm mit seinem Blick. Das Erstaunen war ihm ins Gesicht geschrieben. »Habt ihr das gesehen?« fragte er sanft in die Stille und das Vogelzwitschern hinein. Shani rutschte beim Klang seiner Stimme in ihrem Sitz etwas nach unten und verschränkte die Arme. Den Blick immer noch auf den Vogel gerichtet, der immer wieder über ihn hinweggeflogen kam, nahm er seine Gitarre vor den Bauch und strich über die Saiten. Er sang davon, wie der kleine Vogel sich in die Lüfte schwingt und seinen Weg über diese Erde nahm. Dabei ging er weiter des Weges und da kamen auf dem linken Teil der Bühne plötzlich die Sänger des Erona-Chors zum Vorschein. Sie summten leise mit. Da entstand eine Pause
und der Waterley mit den türkisen Haaren kam an einen besonders dicken und großen Baum, der in der Mitte der Bühne wuchs. Er stellte seine Gitarre an den Fuß des Baumes, legte ehrfürchtig seine Hand an die Rinde und sah hinauf.